Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier von der Schatzsuche mit dem Metalldetektor auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Wir sind hier heute hinter der Ausgrabungsfläche. Hier ist ein Feld gegrubbert worden und mein Plan für heute ist hier auf jeden Fall mal suchen zu gehen, um zu schauen, ob wir die Siedlungsspuren, die wir auf der Grabungsfläche haben, ob wir die hier vielleicht gegebenenfalls auch weiter auf das Feld noch haben. Also ob wir Hinweise darauf finden können, sage ich jetzt mal, dass auch hier drunter Besiedlung liegt. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich erhoffe mir auf jeden Fall Funde. Also bleibt dran. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de und wir starten direkt nach dem Intro. So, bis jetzt gab es nur eine Münzleiche, völlig platt, und diesen kleinen schönen Arsenbronze-Knopf. Jetzt haben wir hier das nächste Signal. Ein 74er ungefähr. Gucken wir mal nach. Wir haben es draußen. Och nö, das gute alte Blei. Scheiße. Ein Schritt weiter, ein 72er. Das nächste Blei. 85er zeigt er mir an. Und was haben wir hier? Ein Stück Bronze scheinbar. Ja, aber mehr auch nicht. Wir haben die erste kleine Münze, ein Scherf, vielleicht aus dem Jahr 1555. Kann ich noch nicht genau erkennen. Mal gucken bei der Reinigung, ob die noch ganz schön wird. Oh, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen im Studio zu einem neuen Abenteuer hier bei der Schatzsuche. Hier haben wir den ersten Münzfund machen können. Ihr könnt schon mal drauf gucken. Es handelt sich um einen kleinen Scherf. Den Löwen kann man auch noch so leicht erkennen. Und dann drehe ich euch die Münze um. Hinten sagte ich ja gerade schon auf dem Feld die Jahreszahl, die wir auch noch so leicht erkennen können. Nämlich 1555 wurde diese Münze geprägt, also auch schon fast 500 Jahre alt. Und da kann man, denke ich, über den Haltungszustand auch nicht großartig meckern. Wir machen weiter. Mal schauen, was noch kommt. Da suchst du Archäologie und dann findest du 10 Grossi. Ah, geil. Auch noch gar nicht so alt. Muss wohl hier jemandem bei der Ernte verloren gegangen sein. Gucken wir uns aber gleich mal im Studio an. Das ist ja witzig. Ja, da suchst du Archäologie und irgendwelche Siedlungsspuren. Was findest du? Eine moderne Münze aus Polen. Wir gucken kurz drauf. Die ist natürlich noch top erhalten, weil die lag nicht lange in der Erde. Es sind 10 Grossi und ja, wie ich schon sagte, vermutlich von einem Erntehelfer, denke ich mal, dort verloren. Da drehe ich sie euch noch mal um. Da können wir natürlich auch noch prima die Jahreszahl erkennen. Geprägt wurde die Münze 2015, also sie lag maximal 8 Jahre dort in dem Boden. Ich denke eher weniger. Also ja, keine besonders alte Münze, dafür Top-Erhaltungszustand, und wir machen schnell weiter mit den nächsten Funden.
Wir haben die nächste Münze, leider auch wieder in einem schlechten Zustand. Eine Einpfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1735. Aber die ist nicht mehr so gut, dass es sich lohnen würde, die im Studio anzugucken. Ansonsten sehr viele Bleischnipsel. Die Mülltasche ist schon ordentlich voll, hat ordentlich Gewicht. Aber so ist es halt. Gucken wir weiter und hoffen das Beste, dass wir vielleicht noch was Gutes finden. Vielleicht hätte ich mir den Glücksring aufsetzen sollen, daran liegt es bestimmt. Ja, Entschuldigung, dass ich heute auf jeden Fall nicht so viel live filme, aber hier liegt einfach so viel Müll, dass ich nicht immer die Kamera umstellen möchte und wieder Film an, Film aus. Und naja, wir haben auf jeden Fall die nächste Münze. Es ist wieder ein Schärf, auf jeden Fall auch noch ganz gut erhalten. Ich glaube, wir warten mal wieder und gucken uns die Schärfmünzen dann zusammen mal an im Studio. Ich denke, das könnten vielleicht wieder ein paar mehr werden in dieser Folge. Da haben wir den zweiten kleinen Schärf dieser Folge. Es war nicht viel mit Sammeln tatsächlich an diesem Tag, denn weitere Schärfmünzen kamen nicht. Aber diese ist doch wesentlich besser erhalten als die Münze am Anfang der Folge. Wir gucken mal kurz drauf. Also man erkennt diesen Löwen doch noch wesentlich besser. Und dafür, dass die Münze nur unwesentlich jünger ist es doch ein wirklich wesentlich besserer Erhaltungszustand als bei der ersten Schärfmünze. Wir drehen sie auch noch mal kurz um. Da seht ihr nämlich die Jahreszahl bzw. das Prägedatum. Und zwar stammt diese Münze aus dem Jahr 1562, also ist nur 7 Jahre jünger als die Münze am Anfang dieser Folge, aber da, wie gesagt, wesentlich besser erhalten. Da macht es doch Spaß, auch diese kleinen Kupfermünzen zu finden. Und dann gucke ich mal, ja, 2 gute Funde habe ich noch für euch. Ansonsten kam an diesem Suchtag natürlich eine Menge Müll. Es war super frustrierend, aber ich möchte euch ja hier die Realität möglichst immer zeigen und will das auch nicht irgendwie schön zeigen oder da zu viel wegschneiden. Deshalb, das war nun mal so ein Suchtag, aber es kommt auf jeden Fall noch mindestens ein richtig spannender Fund. Also bleibt auf jeden Fall dran. Lasst mir auch gerne ein bisschen Liebe da, gebt einen Daumen nach oben oder auch gerne den Kanal abonnieren. Wir machen weiter. Für mich ist es heute anscheinend die Folge der weiten Wege. Ich war gerade auf dem Weg zum Rucksack zurück, den ich hier an den Rand gepackt habe, um einen Schluck zu trinken. Es ist doch ziemlich heiß geworden. Da finde ich doch glatt die nächste Münze. Ja, so mittelmäßig erhalten. Es ist, glaube ich, ein halber Stüber von 1757, wenn ich es richtig erkenne. Durfte ich wieder zurücklaufen, die Kamera holen. Ich stand natürlich am anderen Ende des Feldes. So ist es ja immer. Ja, nächste Münze, top. Da haben wir die nächste Münze und auch die letzte für diesen Suchtag, aber es kommt noch ein Fund, also auf jeden Fall noch dranbleiben. Wir gucken mal drauf, es handelt sich um einen halben Stüber oder Stuber aus dem Jahr 1757 aus der Region Sayn-Altenkirchen unter dem Herrscher Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach. Und ich drehe euch die Münze dann auch noch mal um. Da sehen wir noch schön das Herrscherwappen und geprägt wurde diese Münze von 1741 bis 1757. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Münze aus dem letzten Prägejahr erwischt. Und dann machen wir weiter mit einem Fund, den ich so auch schon mal gemacht habe. Aber diesmal ist er wirklich richtig besonders und spannend. Ganz oberflächlich 72. Wir probieren es noch mal live. Wahrscheinlich ist es wieder Blei. Und natürlich ist es Blei. Aber es ist diesmal der Teil von einer Tuchplombe. Leider nicht mehr ganz. Mit einem S drauf, wenn ich das so richtig sehe. Na, messe ich mal ein und dann gucken wir weiter. Nächster Versuch mit einem 81er. Soll auch schon relativ oberflächlich liegen. Ich habe hier schon so ein bisschen das Erdreich weggeschoben mit dem Fuß. Ich sehe es auch schon, aber es sieht nach einem Blech aus. Ach ja. Ja, ein Blech. 87er.
Sage mal. Also entweder ist es immer wieder mit reingerutscht oder es liegt echt tief. Verdammtes Blei. Ja. ...72. Ich will es gar nicht graben. Ich glaube, es ist wieder Blei. Nee. Diesmal kein Blei, diesmal Blech. Oh, das ist doch scheiße. ...87er. Jetzt bin ich gespannt. Oh nö. Och nö. Och nö, Müll. Scheißdreck. 78er. Es ist draußen. Ich sehe es auch schon. Schon lange nicht mehr gefunden. Es ist ein Drehküken. Können wir uns auch gleich mal im Studio anschauen. Oh, cool. Mit Auge. Endlich mal ein schöner Fund. Da konnten wir noch mal einen richtig interessanten Fund machen. Nicht, weil es jetzt sonderlich selten ist als Bodenfund, sondern weil hier Details vorhanden sind an diesem Fundstück, womit wir das tatsächlich einem Hersteller zuordnen können. Wir gucken mal erstmal kurz drauf. Es handelt sich um einen sogenannten Drehhahnen oder auch als Drehküken bezeichnet. Und müsst ihr euch vorstellen, wie so ein kleines Absperrventil von einem Hahn, der häufig an Bier oder auch an Wasserfässern angebracht war und hat dort unten ein Loch und dann konnte man das Ganze entweder aufdrehen, dann floss es raus oder man konnte es zudrehen, dann war es halt zu. Und dieser Hahn war häufig dann auch in Wurmform stilisiert gearbeitet. Das passt natürlich hier zu dem Hahn, auch wenn es das auch außer diesem Hahn auch noch in anderen Formen gibt, der hier diesen Wurm fängt. Also da nochmal ein ganz interessantes, lustiges Detail. Und besonders an diesem Stück sind zum einen die Augen, denn die ganzen Stücke, die ich über die letzten Jahre finden konnte, haben meistens diese Augen nicht, sondern sind einfach nur von der Silhouette stilisiert gearbeitet. Hier haben wir tatsächlich auf beiden Seiten ein Auge reingefeilt. Und das zweite Detail, was das Ganze so spannend macht, kam hier bei der Reinigung zum Vorschein. Dazu drehe ich euch das Drehküken mal um. Auch ein lustiges Wortspiel. Da sehen wir hier am Übergang vom Oberkörper zu den Beinen nämlich eine sogenannte Meisterpunze mit einem stehenden nach links gewandten Vogel. Und zwar stammt diese Meisterpunze aus der Rotschmiede in Nürnberg, ein Zentrum fürs Rotschmiedehandwerk zur damaligen Zeit. Und diese Meisterpunze können wir jemandem zuordnen, nämlich dem Meister Hans Mangold, der 1503 zum Meister wurde und 1528 dann verstorben ist. Also in diesem Zeitraum wurde dieses Drehküken gefertigt. Also richtig, richtig interessant. Und ein paar kleine Funde habe ich noch für euch. Da schauen wir noch mal schnell rein und dann sehen wir uns gleich hier noch mal wieder. Hier haben wir noch einen 84er.
mich doch am Alter. Wie groß kann denn Blei bitte sein? Ey, komm, das kann mir keiner erzählen. Das ist eine halbe Bleikarotte hier. Oh, so bestimmt 1 Kilo, ey. Scheiße. So, 79er Signal. Danach ist auch Feierabend. Ich kann nämlich nicht mehr. Es ist das nächste Blech. Es ist nicht normal. Da ist auch nie was drauf. Es ist einfach nur ein Schnipselblech. Ja. Ein Miniaturknopf. Mehr kam leider nicht mehr an diesem Suchtag. Es war insgesamt ein doch recht frustrierender Suchtag für mich, muss ich sagen. Aber so ist es halt. Das ist halt die Realität bei der Schatzsuche. Ich will da auch nicht schön reden oder schön zeigen. Da sind Tage dabei, wo man wirklich weniger findet oder wirklich Müll findet. Das ist dann halt einfach so. Aber dieses Drehküken hat tatsächlich für mich diesen Suchtag nochmal gerettet. Wirklich sehr interessant, wie ich finde. Und ich hoffe, euch hat es auf jeden Fall auch gefallen. Falls sich jemand über die Hintergrundmusik dieser Folge beschweren möchte. Ich hatte vor 2 Folgen mal hier mit einem Abonnenten in den Kommentaren geschrieben, der sich über die Hintergrundmusik beschwert hatte, und da habe ich gesagt, naja gut, dann machen wir einfach mal was bisschen jazzigeres als Hintergrundmusik. Das ist jetzt hiermit auch erledigt. Schöne Grüße an dich nochmal. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst mir ein bisschen Liebe da, gebt gerne ein Like und abonniert auch gerne den Kanal. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Folgen. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen natürlich nochmal an meinen Ausrüster abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr da genau richtig. Ich bearbeite jetzt schon die nächste Folge. Die wird auch wieder ganz interessant. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.